In diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Begriffe der neuen Rechten vorstellen, damit ihr damit etwas anfangen könnt und nicht so leicht auf die Propaganda der Rechten hereinfallt. Denn hinter den schicken Begriffen steht nicht nur eine politische Agenda, sondern häufig auch ein rassistisches Menschenbild. Das politische Vorfeld bezeichnet Netzwerke und Organisationen außerhalb von Parteienstrukturen. Die neue Rechte nutzt diese Strukturen systematisch zur Verbreitung ihrer Ideologien. Eng verbunden ist das politische Vorfeld mit der metapolitischen Arbeit. Hier werden Meinungen und Diskurse geprägt und eine kulturelle Einflussnahme betrieben, ohne sich direkt an Wahlen zu beteiligen. Organisationen, die das politische Vorfeld bearbeiten, sind Thinktanks wie das Institut für Staatspolitik, Verlage wie der Antaios Verlag, beides Gründungen von Götz Kubitschek in Sachsen-Anhalt, sowie Medienpolitik, Bürgerinitiativen und Kulturvereine. In dem Buch 100 Karten über Rechtsextremismus, das in Zusammenarbeit von Korrektiv und Katapult entstanden ist, finden sich diverse Grafiken dazu, die ich hier zur Bebilderung verwendet habe. Das Buch kann ich nur empfehlen. Es bietet auch hinsichtlich von Quellen eine gute Basis für einen ersten Einstieg in die Recherche zum Rechtsextremismus. Hintergedanke des politischen Vorfeldes ist eine Arbeitsteilung zwischen rechtsextremen Parteien wie der Alternative für Deutschland, die parlamentarisch agieren, und Organisationen, die durch langfristige und gesellschaftliche Veränderungen den Boden für politische Erfolge bereiten. Dabei gibt es 4 wichtige Strategien für das politische Vorfeld. Nummer 1 ist die kulturelle Hegemonie. Nach dem Konzept der Metapolitik strebt die neue Rechte eine Kontrolle über Bildungsinstitutionen, Medien und Kunst an. Dies wird zum Beispiel durch Publikationen wie der Zeitschrift Secession und durch die Schulung junger Aktivisten bei Sommerakademien des Instituts für Staatspolitik erreicht. Strategie Nummer 2 ist Vernetzung und Finanzierung. Parteipolitiker der AfD unterstützen das politische Vorfeld durch Spenden von Diätenanteilen und geben den Veranstaltungen mehr politische Bedeutung durch ihre Teilnahme. Es entstehen lockere Kooperationen durch gemeinsame Initiativen, wie zum Beispiel Proteste gegen Asylheime oder Ähnliches. Strategie Nummer 3: Emotionalisierung. Um ihre Inhalte in den sozialen Medien möglichst breit streuen zu können und eine hohe Reichweite zu erreichen, setzt die neue Rechte auf eine stark emotionale Ansprache und weniger auf Argumente, wie das etablierte Volksparteien oder Organisationen gegen rechts tun. Die neue Rechte setzt auf identitätsstiftende Narrative wie das Abendland und deutsche Tradition und Kultur sind in Gefahr und natürlich auch auf vereinfachende Feindbilder wie die Lügenpresse, Genderideologie oder kriminelle Migranten, um möglichst breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Die letzte, wichtigste Strategie ist eine Imitation linker Strategien. Die neue Rechte übernimmt erfolgreiche Taktiken aus den Studentenprotesten der 68er Jahre, etwa die Nutzung von Popkultur und neuen Medien zur Verbreitung ihrer Ideen. Auch die Vernetzung durch Graswurzelbewegungen zur Aktivierung der eigenen Anhängerschaft und dem Ausbau eigener Netzwerke ist bei Neurechten wie bei Linken beliebt. Ziel ist die Besetzung kultureller Räume und der Start einer konservativen Gegenrevolution. Fazit: Was macht die neue Rechte so erfolgreich? Ihre Ziele sind langfristig ausgelegt. Im Gegensatz zur alten Rechte, die mit ihrem im Parteiensystem verwurzelten Organisation in Legislaturperioden dachte und plante, verwirklicht die neue Rechte ihre Ziele in Jahrzehnten. Und anders als die alte Rechte hat die neue Rechte es geschafft, eine Elitenbildung zu etablieren. Institutionen wie das Institut für Staatskunde und andere Thinktanks fungieren als Kaderschmiede für Führungspersönlichkeiten mit rechtsextremem Weltbild. Sie verleihen mit ihren pseudowissenschaftlichen Theorien und Positionen rechtsextremem Gedankengut einen seriösen Anstrich.